Danke, Gary. Sie hören Search the Scriptures Daily, ein Programm, in dem wir jeden ermutigen, der Gottes Wahrheit kennen möchte, für alles, was für die Errettung und ein Leben, das ihm gefällt, wesentlich ist, in Gottes Wort nachzuschauen. Wir setzen unsere Bewertung von The Secret fort, einem auf der New York Times Bestsellerliste geführten Bestsellerbuch, das auf dem Video mit demselben Titel basiert. Das Buch hat sich mehr als 6 Millionen Mal verkauft und die DVD hat die 2 Millionen Marke überschritten. Was ist das Geheimnis hinter The Secret? Es ist ein neues Marketingkonzept, das mit einigen Elementen des Da Vinci Code spielt, nur dass es hier darum geht, wie man alles bekommt, was man im Leben will. Es ist die alte positive mentale Einstellung, Mind Science sowie Wohlstands- und Heilungslehren, die es seit dem Garten Eden gibt, die aber scheinbar alle paar Jahrzehnte oder so eine Wiederbelebung erleben. Wie ich in unseren vorherigen Sendungen erwähnt habe, haben wir uns mit dem Inhalt von The Secret schon vor etwa 20 Jahren in unserem Buch The Seduction of Christianity beschäftigt. Damals kam es durch die Lehren von Norman Vincent Peale und Robert Schuller in die Gemeinde. Mit ihrer Kraft des positiven Denkens und des Möglichkeitsdenkens sowie den Word-Faith-Lehren der positiven Bekenntnisse von Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Fred Price. Außerdem wurden Christen durch die Motivations- und Verkaufstechniken von Organisationen wie Amway und Mary Kay Cosmetics damit bekannt gemacht. Viele in der Gemeinde waren auch fasziniert von den New Age-Überzeugungen und Praktiken, die einen großen Teil dessen ausmachen, was in The Secret enthalten ist. Dave, worüber ich in diesem Abschnitt sprechen möchte, sind das, was möglicherweise die gefährlichsten Aspekte von The Secret sind. Wie wir in früheren Sendungen festgestellt haben, regieren in The Secret die Gefühle den Tag. Und dazu gehören nicht nur emotionale Gefühle, sondern auch körperliche Gefühle, besonders wenn es um Krankheit und Heilung geht. Ich werde dir ein paar Zitate aus dem Buch geben, Dave, und du kommentierst sie. Wenn du dich nicht großartig fühlst und dich jemand fragt, wie du dich fühlst, dann sprich nur die Worte aus, die du willst. Nun, hier ist ein weiteres Zitat von einer anderen Person in The Secret. Wenn Menschen sich vollkommen darauf konzentrieren, was falsch ist, und auf ihre Symptome, dann werden sie es aufrechterhalten. Heilung wird nicht eintreten, bis sie ihre Aufmerksamkeit vom Kranksein auf das Gesundsein verlagern, denn das ist das Gesetz der Anziehung. Nun, Tom, man könnte fast sagen, das ist eine Art Witz. Es ist ein gefährlicher Witz, Dave. Jeder einzelne von den Leuten, die sie als die großen Führer in dieser Bewegung feiern, denk an Emerson, er ist einer ihrer Top-Leute. Ralph Waldo Emerson. Genau. Die letzten 10 Jahre seines Lebens war er gesundheitlich angeschlagen. Niemand wird das schlagen. Dieses Ding, das über uns alle kommt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und The Secret hat dazu nichts zu sagen. Und es bereitet dich auf ein ziemlich hartes Gericht vor, weil es dich vollkommen wegführt vom Vertrauen auf den Gott, der dich gemacht hat. Ich gebe dir noch ein paar Zitate in dieser Richtung, Dave. Da steht, The Secret sagt, wenn du dich ein bisschen unwohl fühlst, was soll das sein? Ist das ein Euphemismus? Ein bisschen unwohl? Dann rede nicht darüber, es sei denn, du willst mehr davon. Wisse, dass dein Gedanke dafür verantwortlich war und wiederhole es so oft du kannst. Ich fühle mich wunderbar. Ich fühle mich so gut und fühle es wirklich. Mit anderen Worten, Dave, du lügst dich selbst an. Ich gebe dir noch ein Zitat und dann können wir wirklich darauf eingehen. Ich habe ja erwähnt, dass das gefährlich ist. Falls unser Publikum es noch nicht begriffen hat, geben wir ihnen einen Hinweis. Diese eine Person sagt, wenn du eine Krankheit hast und du dich darauf konzentrierst und mit Leuten darüber redest, wirst du mehr kranke Zellen erzeugen. Sieh dich selbst in einem vollkommen gesunden Körper leben. Lass den Arzt sich um die Krankheit kümmern. Nun, Tom, einerseits steckt darin etwas Wahrheit. Salomo sagte im Buch der Sprüche, ein fröhliches Herz wirkt wie eine Medizin. Also gibt es Menschen, die sich einfach die ganze Zeit beschweren und beschweren und beschweren. Ein Freund von mir pflegte zu sagen, nun, wenn ältere Christen zusammenkommen,
haben sie ein Orgelkonzert. Dieses Organ macht Probleme und jenes und so weiter. Also, da ist etwas Wahrheit dran. Ich will das nicht komplett schlecht machen. Wenn du zwei Leute mit gleichem Talent auf gegenüberliegenden Seiten des Tennisplatzes hast, wird derjenige, der denkt, ich werde gewinnen, wahrscheinlich gewinnen, weil da etwas Wahrheit dran ist. Andererseits wird es dich nicht von einer echten Krankheit heilen. Es wird dir helfen, dich besser zu fühlen. Es wird deinem Körper helfen. Dein Körper wird besser funktionieren, wenn du Gedanken der Hoffnung und Gesundheit denkst. Also, bis zu diesem Punkt würde ich es unterstützen. Hämmere nicht nur auf deinen Schmerzen herum und so weiter. Andererseits wird es nicht die Heilung sein. Aber das ist es, was sie behaupten, Tom. Sie behaupten, dass du mit der Kraft deines Geistes organische Krankheiten in Gesundheit verwandeln kannst. Wiederum. Letzte Woche und in den Wochen davor haben wir über das Gesetz der Anziehung gesprochen. Die Idee hier ist, dass es da draußen einen universellen Geist gibt, der unpersönlich ist, der nicht aus sich selbst heraus denken kann, und laut The Secret wird er uns geben, was immer wir wollen. Wenn wir also negativ denken oder Krankheit denken, werden wir Krankheit bekommen. Wenn wir gute Gesundheit denken, sollen wir gute Gesundheit bekommen. Es hat also mit deinem Denken zu tun. Aber Dave, lass mich ein Szenario geben. Sagen wir, ich bekomme die Grippe. Ich dachte nicht, dass ich Grippe gedacht habe, aber ich bekomme die Grippe und ich fange an, mich richtig krank zu fühlen. Also was mache ich? Nun, wenn ich nach der Grundlage der Lehren von The Secret gehe, muss ich das zurückweisen, das leugnen, mich selbst anlügen, mir selbst sagen, obwohl ich mich in der Ecke übergebe, dass ich mich wirklich wunderbar fühle. Du musst andere anlügen. Es sagt, sag ihnen, was du willst, nicht was du nicht willst. Nun sagen wir, es ist eine Krankheit und es wird wirklich ernst. Und ich denke, oh, na ja, ich muss zum Arzt. Nun, das ist so eine Art negatives Bekenntnis. Natürlich ist es das. Aber die ganze Zeit, während ich zum Arzt gehe, sage ich fühle mich besser, ich fühle mich besser, ich fühle mich besser. Ich bekomme einen Termin, der Arzt kommt herein und sagt, nun Tom, was stimmt nicht mit dir? Was soll ich tun? Ein negatives Bekenntnis ablegen? Oh, mit mir stimmt nichts. Dann sagt er, warum bist du hier? Und ich muss sagen, nun, das ist ein Geheimnis. Weißt du, das ist absurd. Nun, so lustig das auch ist. Wir wissen, als wir uns damit in The Seduction of Christianity beschäftigt haben und mit positivem Bekenntnis, dass es Menschen gab, die Krankheiten hatten, die nicht zum Arzt gehen wollten, und einige starben wegen dieser Krankheiten. Nehmen wir zum Beispiel Christian Science und einen Practitioner. Könntest du das unserem Publikum erklären, weil es damit zusammenhängt? Nun, Christian Science ist im Grunde dieselbe Idee. Mary Baker Eddy war die Gründerin. Sie schrieb Science and Health with Keys to the Scriptures. Ich glaube, vielleicht hieß es Key to the Scriptures, Keys to the Scriptures. Ich kann mich nicht erinnern. Und das war ihre ganze Idee. Sie machte aus Jesus einen Wissenschaftler. Sie sagte, alles funktioniere nach Gesetzen. Genau das sagen sie hier. Das ist das Gesetz der Gegenseitigkeit oder das Gesetz der Anziehung. Und du leidest unter der Adam-Täuschung. Adam, naja, ich weiß nicht. Er sollte wohl noch im Garten sein. Der Garten sollte wohl noch da sein. Aber das ist jetzt diese Adam-Linie. Und jetzt denkst du Sünde. Es gibt so etwas wie Sünde nicht, lehrte sie. Natürlich ist Jesus nicht von den Toten auferstanden, weil er nicht wirklich gestorben ist, weil es so etwas wie Tod nicht gibt, und er demonstrierte die Macht des Geistes über den Tod und alles andere. Aber sie führt dich weg vom Evangelium, führt dich weg vom wahren Gott. Es ist tatsächlich eine Sekte. Jede Christian Science Church, First Church of Christ Scientist oder Second oder wie auch immer, je nachdem, sie alle bekommen jeden Sonntag ihre Lektionen von der Mutterkirche in Boston, die von Mary Baker Eddy gegründet wurde, die selbst starb. Sie hatte alle möglichen Probleme. Sie ging zu einem Hypnotiseur, um darüber hinwegzukommen. Sie log sich selbst an. Sie log ihre Anhänger an. Und sie lügen sich immer noch gegenseitig an. Also Dave,
Sagen wir, wenn ich Mitglied dieser Kirche bin und wir haben das passieren sehen und ich habe irgendein körperliches Problem, dann soll ich nicht zum Arzt gehen, ich soll einen Practitioner anrufen, der was? Der vorbeikommt und versucht, mich im Grunde davon abzubringen. Richtig? Ich weiß nicht, ob die Hausbesuche machen. Damals war mein Büro an der Ecke Wilshire und Beverly Drive. Das weiß niemand. Aber das ist das absolute Herz von Beverly Hills. Und da war eine Christian Science Practitioner, die ein Büro neben meinem hatte. Ich habe nie gesehen, dass Klienten da reingingen. Aber ich habe auch nie mitbekommen, dass sie irgendwelche Hausbesuche gemacht hätte. Aber Tom, es ist einfach Unsinn. Aber wie du gesagt hast, es ist schlimmer als Unsinn. Es ist zerstörerisch. Weil Menschen sterben. Und ich habe alle möglichen wahren Geschichten von ehemaligen Christian Scientists, die dir von Menschen erzählen können, die starben, weil sie immer weiter leugneten, dass sie irgendetwas hätten, weil sie dachten, es sei alles nur in ihrem Gehirn. Tom, als ich ein kleiner Junge war, kann ich mich daran erinnern. Ich wurde mit Christian Science bekannt gemacht, weil es Christian Scientists gab. Mein Vater war Prediger und so weiter. Und wir gingen zu einer soliden, fundamentalistischen Gemeinschaft. Und ich kann mich erinnern, dass ich als kleiner Junge, vielleicht so mit 8 oder 10, auf eine brillante Idee kam. Nun, ich kenne ein paar Christian Scientists in der Schule, und wenn sie nicht hinschauen, werde ich hingehen und ihnen einen schnellen Tritt in den Hintern geben. Nun, sie sollten es nicht fühlen, weil es nicht in ihrem Kopf ist. Sie denken ja nicht einmal daran. Ja, Dave, du erinnerst dich. In den 1930ern gab es tatsächlich eine Modeerscheinung. Weißt du, wir reden über The Secret. Ich habe vorhin erwähnt, dass es scheinbar alle paar Jahrzehnte immer wieder und wieder und wieder auftaucht. Aber damals in den 30ern gab es einen Mann aus Frankreich. Eigentlich war er Apotheker. Aber was er in dieses Land brachte, war kein Medikament. Es war eine Idee. Und sein Name war Emile Coué. Und seine Idee war, dass wir uns wirklich selbst heilen könnten, wenn wir das wiederholen würden. Heute nennen wir es ein Mantra. Aber wenn wir diesen Satz immer und immer wieder wiederholen würden. Erinnerst du dich an den Satz? Klar, jeden Tag, in jeder Hinsicht, fühle ich mich besser und besser. Und jeden Tag, in jeder Hinsicht, fühle ich mich besser und besser. Und du hast das einfach immer weiter gesagt. Und Menschen, besonders die mit sogenannten psychosomatischen Krankheiten, fühlten sich besser, weißt du? Tom, ich bin ein Kind der 30er. Naja, eigentlich bin ich 26 geboren. Also erinnere ich erinnere mich an Emile Coué. Ich erinnere mich an viele Leute. Das war das Mantra, das sie übernahmen. Jeden Tag, in jeder Hinsicht, besser und besser. Nun, wenn du das immer weiter sagst, Tom, dann wirst du das Alter von 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 überschreiten. Sag einfach weiter. Jeden Tag, in jeder Hinsicht, fühle ich mich besser und besser. Ich meine, ich sollte doch ewig leben, oder? Nun, weißt du, und das ist das Problem mit diesen Mind-Science-Ideen. Sie erzeugen eine Euphorie. Und wie du gesagt hast, die Schrift sagt, ein fröhliches Herz wirkt wie eine Medizin. Also ist es gut, eine positive Einstellung zu haben. Aber es wird keinen gebrochenen Arm heilen. Es wird niemanden heilen, der von einem Pfahl aufgespießt wurde. Oder was auch immer es sein mag. Tom, das Schlimmste ist, es führt dich weg von der Wahrheit. Und The Secret spricht natürlich nicht einmal über den Tod. Und einige dieser Leute starben ziemlich jung und in Armut. Es sagt dir nicht, was nach dem Tod passieren wird. Du würdest nicht einmal denken, dass du sterben wirst, wenn du weiter an The Secret glaubst. Also hat es. Nun, da ist eine Frau darin. Sie sagt, mein Gott, und dann, weißt du, irgendein Ausruf. Von welchem Gott spricht sie? Siehst du, wir müssen, Tom, natürlich, Menschen, die diesem Programm zugehört haben, sie wissen das alles sehr gut. Aber du kannst Gott nicht aus dem Weg gehen. Gott ist der Schöpfer des Universums. Nun,
Wenn es diesen universellen Geist gibt, den du erwähnt hast, die Church of Religious Science da draußen, und wie du gesagt hast, er hat keinen eigenen Verstand. Er existiert nur, um uns zu geben, was wir wollen. Wer hat diesen universellen Geist geschaffen? Nun, wenn dieser universelle Geist Gott der Schöpfer ist, wie kam dieser universelle Geist auf die Idee, das Universum zu erschaffen und uns zu erschaffen? Nun, wenn er alles kontrolliert, wie sind wir dann in so einen schlechten Zustand geraten? Es waren keine Menschen hier, die dem universellen Geist sagen konnten, er solle das Universum erschaffen. Es ist so absurd, Tom, und Sie müssen ein bisschen logisch denken. Aber das Problem ist, du erinnerst dich an den Vers in der Bibel, der über die falschen Propheten spricht, die wir heute haben, wie, nun viele von ihnen, Oral Roberts oder Kenneth Copeland, du kannst einige nennen, Benny Hinn. Durch Habsucht werden sie aus euch ein Geschäft machen. Nun hat die Habsucht zwei Seiten. Weißt du, Oral Roberts sagt, schickt eine Seed-Faith-Spende, das wird die Wunder in Gang setzen. Und er zieht alle möglichen Dinge durch. Er hat sogar eine rote und eine grüne Kerze verschickt. Eine ganz kleine natürlich, an alle auf seiner Mailingliste. Mit einem Bild von ihm und seinem Sohn Richard. Sieh zu Ende die roten Kerzen an. Nun schickst du die rote Kerze zurück. Und wir werden alle roten Kerzen anzünden, während du an Heiligabend die grüne Kerze anzündest. Aber wenn du deine rote Kerze zurückschickst, musst du eine Seed-Faith-Spende mitschicken. Das war übrigens seine Erfindung, Oral Roberts. Pflanze einen Samen bei diesem Dienst. Und du wirst 100-fach ernten und so weiter. Okay, also haben sie ein großes Poster von Oral und Richard, wie sie diese roten Kerzen anzünden, während du, Tom, das ist Hexerei. Das hat nichts mit der Bibel zu tun, aber durch Habsucht? Warum schicken sie das raus? Sie kommen mit allen möglichen Plänen, mit Betrügereien. Sie sind habgierig nach deinem Geld. Und wenn Gloria Copeland sagt, du gibst in unserem Dienst und du bekommst 100-fach zurück. Nun, das ist wirklich ein gutes Geschäft. Gib uns $10, du bekommst 1000. Dave, sie sagt, das wird die Engel aussenden, um all dieses gute Zeug für dich einzusammeln. Warum pflanzen sie nicht Samen in andere Dienste und ernten das 100-fache? Wie auch immer, Tom, lass mich einfach versuchen, fertig zu werden. Es tut mir leid. Ich brauche zu lange, egal was ich sage. Habsucht auf beiden Seiten. Oral Roberts will dein Geld. Oder Copeland. Oder wer auch immer. Wie glaubst du, haben die Copelands seine und ihre Jets $20 Millionen pro Stück? Das haben sie nicht im Schweiße ihres Angesichts verdient. Menschen haben es eingeschickt. Menschen, die kaum ihren Lebensunterhalt bestreiten konnten, schicken Geld an diese Leute, die einen luxuriösen Lebensstil führen. Aber warum schicken sie es, Tom? Habsucht auf deiner Seite, wenn du das einschickst. Oh, ich will es bekommen. Ich will es bekommen. Ich will dieses Geld bekommen, das sie mir versprechen. Ich habe einen Umschlag, Tom. Auf der Vorderseite des Umschlags steht: Mann, der diesen Umschlag erhielt und den Anweisungen folgte, bekam $5.000 in 3 Tagen oder so etwas. Oh, wow. Vielleicht könnte ich $5.000 bekommen. Also, warum ist The Secret so ein Erfolg, obwohl es aufgewärmter Hinduismus, New Age ist? Warum? Weil Menschen wollen, was es anbietet. Und wenn sie es stark genug wollen, verlieren sie jeden gesunden Menschenverstand und beginnen, seinen Lügen zu glauben. Richtig. Und Dave, diese Personen, die du gerade erwähnt hast, das sind die, die ernten, genau wie du die Copelands erwähnt hast und so weiter. Diese Personen, die diesen Kram promoten, das sind die, die das Geld ernten. Das ist der einzige erfolgreiche Teil davon. Aber Dave, wenn wir über Geld reden, ist das eine Sache. Und es gibt einige Menschen, die sich wieder einmal wegen ihrer Gier in wirklich schlimme Situationen gebracht haben. Aber der ernsteste Teil ist der Heilungsteil. Hier gehen unschuldige Leben verloren. In manchen Fällen vielleicht die Kinder von Eltern, die da drin waren. Wir haben über Jehovas Zeugen gesprochen und dass sie ihren Kindern keine Bluttransfusionen erlauben und so weiter. Nun, das ist genauso schlimm, wenn nicht schlimmer, und man findet, dass es auf einige dieser Personen zurückfällt. Frederick K. Price zum Beispiel. Seine Frau hatte Krebs,
und eine Zeit lang bekannte sie positiv, dass der Krebs nicht da sei und so weiter. Und schließlich wurde es so schlimm, dass sie Chemotherapie brauchte. Nun, durch die Gnade Gottes, ich hoffe, es war durch die Gnade Gottes, hat die Chemotherapie gewirkt. Aber Tausende da draußen, die diese Personen beeinflussen, die halten durch. Nein, ich gehe nicht zum Arzt, es ist mein Glaube. Was es also tut, es zerstört nicht nur Leben, und geistlich zerstört es wahren Glauben, und das ist an sich schon ein Verbrechen. Ja, weil du dann sehr enttäuscht wirst. Es gibt viele Menschen, deren Leben Schiffbruch erleiden wird. Sie werden sehr enttäuscht und desillusioniert sein von The Secret. Aber dann wird es zu spät sein. Aber Tom, lass uns zu dieser Sache mit dem Sterben und der Ewigkeit zurückkommen. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Dieses Buch sagt dir dazu gar nichts. Außerdem führt es dich weg vom wahren Gott. Es führt dich weg von Jesus Christus. Und Tom, es ist ein Beispiel dafür, worum es bei den Glaubensheilern geht. Okay, Kenneth Copeland sagte, Gott hat mich berufen, das Evangelium des Wohlstands zu predigen. Du hörst dir einige dieser Sendungen an. Es geht nur um Heilung und Wohlstand, und es führt dich weg von der Wahrheit, die wir brauchen. Wir brauchen ein bisschen Korrektur in unserem Leben, und wir müssen lernen, Gott von ganzem Herzen zu lieben, statt unsere Gesundheit und unseren Erfolg zu lieben. Also, du hast die Erfolgsmotivation erwähnt, das positive Denken und so weiter in der Geschäftswelt. Es gibt einige Christen, sie werden sogar als evangelikale Christen angesehen, die in diesem Bereich auf dem Vortragszirkel Führer sind. Richtig, der Motivationsvortragszirkel. Nun, Dave, wir sind für diesen Abschnitt fast aus der Zeit. Aber nächste Woche, so der Herr will, werden wir über eine weitere sehr gefährliche Seite von The Secret sprechen. Und das ist, wie ich erwähnt habe und wie wir in diesen Sendungen erwähnt haben, das alles kommt mit Methoden und Techniken, wie man bekommt, was man will. Und die gefährlichste Technik könnte sehr wohl Visualisierung sein. Also hoffentlich werden wir die Unterschiede erklären, genau wie du vorhin erwähnt hast, Dave, dass es etwas bringt, positiv zu sein und einen positiven Gedanken zu haben. Nun, es gibt auch eine Visualisierung, die vernünftig ist. Ich meine, daran ist nichts falsch. Aber es gibt andere Visualisierungstechniken, bei denen du dir einen Dämon einfangen kannst. Du kannst denken, du würdest Realität erschaffen, aber du könntest dadurch in starke Knechtschaft geraten, wegen dieser okkulten Technik. Es ist das Hauptsystem, das alle Hexendoktoren und Schamanen in der Welt benutzen, um ihre Geistführer zu bekommen.